Ja Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute geht es um das nächste Gerücht rund um den FCM. Es ist wieder ein Mittelfeldspieler, so wie auch zuletzt war Madame, über den wir geredet hatten. Er heißt Soufiane El Faouzi. Deutscher Spieler von Aachen, 22 Jahre, damit noch ein Talent. Spielt gerne offensives Mittelfeld, kann aber auch alle anderen Positionen belegen. Also wirklich wieder ein passender Spieler für den FCM. Wir sind ja immer sehr, sehr variabel, was Positionen angeht. Siehe Herrn Kuri, der Linksverteidiger, Rechtsverteidiger, Mittelfeld spielen konnte, zudem links außen, rechts außen und auf beiden Flügeln noch zusätzlich. Und dann konnte er auch noch Zehner Sturm spielen. Also wirklich, das war ein unglaublicher Spieler. Immer noch mein Lieblingsspieler. Mal schauen. Ja, El Faouzi kann ZDM spielen, also zentrales defensives Mittelfeld, 6er, 8er und 10er. Das sind ordentliche Auswahlen, hat 23% der Scorer in Aachen gemacht. Das ist ein unglaublicher Wert als Mittelfeldspieler. 10 Scorer allein in der Liga und noch 4 im Mittelrheinpokal. Damit weckt er natürlich viele Interessenten, vor allem für den Tabellenplatz, wo Aachen steht. Hat im Endeffekt Aachen auch mit in der Liga klar gehalten. War einer der auffälligsten Spieler bei Aachen, hat einen Marktwert von 400.000. Jetzt wird es interessant. 6 Vereine sind an ihm interessiert. Nachdem wir natürlich wissen, dass Hannover Tietz verpflichten wird, haben wir natürlich dann hier auch natürlich Hannover dabei. Denn natürlich ist jetzt auch wieder diese Sache, dass Hannover relativ gleiche Spieler scouten wird wie wir bei gleichem System. Zudem haben wir hier aber keine Wahrscheinlichkeit bei Hannover. Anders ist es bei Schalke 04. Die wollen ihn auch haben. 49% Wahrscheinlichkeit. Hier muss man aber auch ganz klar sagen, Schalke ist, glaube ich, gefühlt an jedem Spieler dran, der irgendwie ein bisschen kicken kann. Habe ich so im Gefühl. Ich sehe wirklich dauerhaft Schalke-Gerüchte über alle möglichen Spieler weltweit. Wirklich verrückt, was die Jungs da machen. Aber vielleicht, ich hoffe auch, dass sie eine bessere Saison spielen. Dann haben wir natürlich noch Karlsruhe, die auch noch ein bisschen dabei sind, aber da sinkt die Wahrscheinlichkeit aktuell. Gleiches geht auch für die Hertz aus Schottland. Bei deinem Kandidat direkten Konkurrenten haben wir bei Bochum, die da auch an ihm dran sind. Also man sieht schon klar, dass er ein guter Spieler ist, sonst würden nicht so viele Vereine wollen. Und das macht ihn nochmal extra interessanter. Er soll aber eine Ausstiegsklausel haben, womit er natürlich dann relativ günstig sein sollte. Soll im unteren sechsstelligen Bereich liegen. Das ist sehr, sehr interessant. Ich rechne mal mit einer Ablösesumme zwischen 200 und 250.000. Für Aachener Verhältnisse, die gerade aufgestiegen sind, glaube ich schon, dass das relativ realistisch klingt. Eure Einschätzung da auch gerne, wie gesagt, niedrig. Ich würde sogar behaupten, 300.000 kann man schon fast mittel sagen. Deswegen würde ich das nicht mal mehr zu niedrig dazu zählen. Deswegen, ich denke mal, höchstens 250.000 werden es sein und das ist eine gute Summe. So kann man so einen Spieler verpflichten und vielleicht sogar könnte er der Herrn Kurin-Nachfolger werden, der direkte. Hat dafür die Möglichkeit definitiv. Wir brauchen einen Zehner, einen guten Zehner. Wie gesagt, ich wünsche mir da ja persönlich noch Lauren Ulrich von Stuttgart 2. Unser Trainer kommt von Stuttgart 2, deswegen würde das passen. Zudem kennt unser Trainer auch die dritte Liga, den wir dann neu haben. Und damit wäre er dann natürlich auch nochmal interessanter. Und was man auch hier sagen muss, wenn ein Verein aus Schottland Spieler in Deutschland auf einmal scoutet, wird es dann natürlich nochmal viel interessanter. Ja. Auch sehr, sehr viele Aachener Medien berichten, dass er definitiv gehen wird. Denn er ist mittlerweile jemand, der die Mannschaft überholt hat. Das muss man klar sagen. Mit seinen 10 Scorern, wie gesagt, ein wichtiger Bestandteil gewesen. Kam aus der Paderborn-Jugend. Hat da nicht überzeugen können. Ist dann nach Düsseldorf 2 gegangen und letztendlich in diesem Sommer zu Aachen gewechselt. Und das wird sehr wahrscheinlich auch wieder ein schnelles Ende haben. Denn er will natürlich auch zweite Bundesliga kicken. Und das kann er definitiv. Das hat er auch gezeigt. Aber hat er natürlich noch ein Jahr Vertrag. Das heißt, die Ablösesumme wird sehr interessant. Ist ein deutscher Marokkaner. Was auch ein Vorteil bei ihm ist, er kann über beide Füße spielen. Das heißt, Links- und Rechtsfuß. Und das finde ich auch sehr, sehr faszinierend. Es gibt meistens immer nur einen Rechts- oder Linksfuß, öfters rechts. Ich glaube, das ist so das, was am meisten im Fußball vorhanden ist. Zumindest wirkt es auf mich so, dass Rechtsfuß immer dabei ist. Er ist aber jemand, wie gesagt, der über beide Füße spielen kann und das macht ihn besonders viel wert. Es gibt nämlich nicht viele Spieler, die das können. Auch fürs Dribbling sehr wichtig. Und
hat jetzt einen Durchschnitt von Tore, unter anderem bei ca. 1000 Minuten. Das hört sich erstmal nicht so gut an in der dritten Liga, aber wie gesagt, dafür hat er 7 Vorlagen gemacht und im Mittelrhein-Pokal auch sehr überzeugt. Hat 14 Score in der ganzen Saison gemacht und ich glaube, das spricht für sich selbst, dass er einfach ein guter Spieler ist. Ich denke mal, wir werden auch definitiv den einen oder anderen Spieler aus der dritten Liga holen, denn die war wieder sehr interessant letztes Jahr. Auch unter anderem sollte man da den einen oder anderen auf dem Zettel haben, über den wir vielleicht bis jetzt noch nichts wissen. Es wird sicherlich auch, wie gesagt, schon der ein oder andere Transfer feststehen. Das ist eigentlich immer so der Standard beim FCM. Jedoch wird das sehr wahrscheinlich erst nach dem offiziellen Trainerbericht folgen. Vorher denke ich mal, werden keine Transfers vorgestellt, wegen ein bisschen Unruhe. Auch die hat man zuletzt gemerkt, nachdem Tietz weg war, dass es ganz klar ist, dass ein bisschen Unruhe im Verein herrscht. Nicht was, glaube ich, Ottmar Schork angeht oder das Interne, sondern eher das, was über Social Media kommt. Aber das ist ganz normal in so einer Situation. Ich glaube, viele sehen das ein bisschen zu tragisch, dass Tietz jetzt weg ist. Ich persönlich finde es sehr, sehr schade, wie gesagt. Aber er ist jetzt nicht der Grund, warum wir überhaupt zweite Liga spielen. Er ist einer der großen Gründe, aber meiner Meinung nach ist Ottmar Schork immer noch der größte Grund, warum wir hier stehen. Denn er hat auch unter anderem Tietz verpflichtet. Also geht das definitiv auf seine Kappe und deswegen sollten wir uns hier definitiv keine Sorgen machen. Wie gesagt, El Farouzi ist damit ein sehr, sehr interessanter Spieler. Ob er kommt, ist jetzt natürlich nicht so wahrscheinlich, vor allem wenn wenn Tietz nach Hannover wechselt. Verwechsel ich gerade aktuell, keine Ahnung. Dann wird es nochmal interessant werden. Ich denke mal, dann könnte auch Hannover der Favorit sein auf den Transfer. Schalke sieht auch sehr interessant aus mit 49%. Der FCM liegt aktuell bei 35%, aber auch absteigend. Wir werden sehen, was passiert. Eure Meinung sehe ich so wie immer sehr, sehr gerne in den Kommentaren. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, würde mich riesig supporten. Mitglied werden ist ab 99 Cent möglich. Auch das ist riesiger Support, ihr werdet dafür in den Videos erwähnt. Und unterstützt diese Arbeit, die wirklich sehr, sehr aufwendig ist. Dankeschön an jeden, der das macht. Und damit sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute.